Einen wunderschönen guten Tag, meine VR-Verrückten. Heute gibt es wieder ein Sales-Video für die PlayStation VR 2. Da sind einige Titel im Angebot und über die möchte ich euch informieren heute. Ich hoffe, ihr mögt diesen Service und freue mich dann über ein Däumchen. Abonniert auch gerne den Kanal, denn sowas passiert hier ständig neben fantastischen Informationen zu VR und speziell der PlayStation VR 2. Wenn ihr über die Spiele, die ich jetzt ganz kurz in einem ganz kleinen Review anreiße, damit ihr wisst, ob sich das lohnt oder nicht, mehr wissen wollt, dann geht einfach auf die YouTube-Suche, gebt ein MoFun VR, Name des Spiels, dann kriegt ihr Reviews oder Let's Plays oder First Impressions, die ich gemacht habe. Da ist am Ende dann meistens auch ein Fazit. Könnt euch noch genauer informieren. Falls ihr Fragen habt, stellt sie gerne einfach hier in den Kommentaren und jetzt geht's einfach mal los. Brille auf, setz die Brille auf, setz die Brille auf. So, das allseits beliebte Walkabout Mini Golf ist statt 15 Euro für 10,49 € in der Basisversion im Angebot. Ja, ist eigentlich ganz gut zum Reinschnuppern. Mittlerweile gibt es unendlich DLC. Es gibt auch so ein Pack mit allen DLCs, das kostet dann gleich 40 Euro. Das ist momentan leider nicht im Angebot, nur die Basisversion. Aber ist eigentlich ganz cool. Man kann dann mal gucken, ob es einem gefällt. Und 10 Euro für jede Menge Spaß ist tatsächlich natürlich nicht viel. Die Grafik ist nett, das ist so Low-Poly-Grafik, aber ganz, ganz süß gestaltet und man kann mit vielen, vielen Leuten gleichzeitig spielen auch. Macht eine Menge Spaß. Wenn man Minigolf süchtig ist, dann kann man sich hier in VR richtig austoben. Ist ein schönes Ding. Technisch hat sich das auch nichts vorzuwerfen. Fantastisch und vor allen Dingen ist das auch Crossplay. Ja? Ihr könnt mit allen anderen Freunden, egal was für ein VR-Headset die haben, auch spielen. Immer ein Pluspunkt. Das nächste ist hier für unsere Fitness-Champions, Les Miles Body Combat. Man macht hier tatsächlich so ein bisschen Boxen auf Sachen, die im Takt der Musik auf einen zufliegen. Dabei gibt es auch viele Bewegungen und tatsächlich ist das mehr so fitnessorientiert als rhythmusorientiert. Da gibt es auch einen Trainer, der macht immer Ansagen und feuert euch an. Es gibt ein paar Leute, die schwören drauf. Normalerweise kostet das Teil 30 Euro und jetzt gerade 24. 20% gespart, ein paar Pfunde verlieren. Warte mal, jetzt nach dem Sommer gibt es auch keinen Grund mehr, ne? Bikini-Figur braucht man jetzt nicht mehr. Ihr wisst Bescheid. Jurassic World Aftermath, die komplette Collection. Wisst ihr, was ich gerade sehe? Warum steht denn hier PS4 und PS5? Ich habe es auf der PlayStation VR 2 getestet. Das ist so ein bisschen wie Alien Isolation. Ihr müsst eigentlich die ganze Zeit vor den Dinos, die in so einer Station da frei rumlaufen, euch verstecken. Zusehen, dass sie euch nicht erwischen und dann natürlich von A nach B kommen und hier und da. Eigentlich ganz nett gemacht. Ist ein straighter Port von einer mobilen Plattform, also gestalterisch jetzt nicht das Überding, aber eigentlich alles nett. Mir hatte seinerzeit das Verhalten der Dinos nicht gefallen, ja, nicht weil die angry waren, sondern weil es irgendwie nicht so aufregend war, ja, die laufen da ihre Bahnen ab und das war mir alles noch ein bisschen zu steif. Fand ich persönlich jetzt also nicht so grandios. Ich bin aber auch kein Typ, der so gerne Versteckspiele macht in VR. 29 kostet normalerweise 99 und jetzt 20,99 ist eine schöne Ersparnis, falls ihr neugierig wart. Kann man jetzt mal reingucken. Cities VR, die Enhanced Edition. Das ist tatsächlich die VR-Umsetzung von Cities, ein klassisches Städte-Aufbauspiel. Ich habe da mal reingeschaut und kann euch sagen, dass es technisch auf jeden Fall okay ist. Mehr als so ein bisschen rumtesten habe ich da noch nicht gemacht. Die Leute, die Städtebausimulationen lieben, haben sich wahrscheinlich dann schon zugegriffen. Ansonsten kostet es jetzt anstatt 30, 23,99. Schaut mal rein. Unplugged Air Guitar kam zuerst damals für die Quest raus und war witzig, weil es das Handtracking benutzte. Dann haben sie aber tatsächlich auch Versionen für den PC und jetzt auch für die PlayStation VR 2 gemacht. Ihr spielt tatsächlich so Luftgitarre in VR, die Noten fliegen so rum und ja, es ist im Prinzip das Beat Saber für Gitarrenfetischisten. Kann man sich mal anschauen, vor allen Dingen für den Preis jetzt anstatt 25 Euro gerade 9,99. Das ist ja nun wirklich kein Geld mehr, da kann man mal einen Blick riskieren. Before Your Eyes ist interessant von der Prämisse her, denn jedes Mal, wenn ihr blinzelt, macht dieses Spiel oder Experience einen Zeitsprung und bringt euch nach vorne. Ich habe es selber nicht angeguckt. Ich kann leider nicht viel darüber sagen, außer dass es statt 14,99 jetzt 11,24 kostet. 24, da würde ich zuschlagen. So, und dann das gute Humanity, quasi eine Neuerfindung des Lemmings-Themas. Für PlayStation Plus-Mitglieder ist das tatsächlich sowieso enthalten. Alle anderen müssen blechen. Jetzt aber ein bisschen weniger, statt 30 Euro dann 24. Das Schöne ist, es läuft nicht nur am Bildschirm, sondern auch auf der PlayStation 5, auf der PlayStation 4, mit der PlayStation VR 1, mit der PlayStation VR 2. Ihr habt dann alle Versionen, könnt spielen, wann und wo und wie ihr wollt. Feine Geschichte. Seeker My Shadow habe ich hier mal mit Isabella getestet. Einer spielt mit dem Headset auf und der andere am Bildschirm und man muss so kleine
Rätsel lösen, um den Level dann zu schaffen. Aus irgendeinem Grund hatten wir nicht so richtig Spaß, muss ich gestehen. Mich hat es nicht so abgeholt, aber guckt vielleicht nochmal in das Video rein, macht euch selber ein Bild. Statt 30 Euro kostet es jetzt 15 Euro, immerhin ist es gerade günstig. Travel the Worlds habe ich mir auch nicht angeguckt, aus offensichtlichen Gründen. Es ist ein Lese-Lernspiel, nehme ich an. Ich weiß wirklich nichts drüber. 11,99 statt 8,39 weiß ich aber. Für Plus-Mitglieder sogar 5,99 nur. Also da müsst ihr mal selber reingucken, was das ist. Aber Preis wisst ihr jetzt. Altabrata hingegen habe ich ausprobiert, aber hat mich auch nicht wahnsinnig beeindruckt. Hier zieht ihr einfach los, allerdings im Koop mit bis zu 4 Leuten und müsst irgendwie so auf ein paar Gegnern rumschnetzeln, schwertkampfmäßig. Es sind immer so kleine Arenen, die auch nicht so aufregend sind. Also bei mir ist der Funke nicht so übergesprungen. Ich war aber auch alleine unterwegs. Vielleicht ist es witziger, wenn man mit ein paar Leuten dann da die komischen Robotermonster abschlachtet. Ist okay, aber auch jetzt kein super Highlight, aber vielleicht mal ein Auge wert für Leute, die ein bisschen interessiert sind an anderen Genres. Statt 28,49 jetzt gerade für 19,94. Auf jeden Fall hat er gewonnen bei schräge Preise. So, dann haben wir das gute alte Cave Digger, das kannten wir schon von der PlayStation VR 1 und ihr seid in einem Aufzug, fahrt runter in das Erdreich und müsst Dinge abbauen währenddessen. Klingt schräg und ist es auch. Ich habe nie so richtig begriffen, wofür das Spiel da ist, aber es ist da. Statt 9,99 jetzt 4,99. Es gibt auch Nachfolger, nämlich Cave Digger 2, Dig Harder. Und das hat jetzt diesmal unter anderem ein 4er-Koop-Modus auch. Hier habe ich mal reingeguckt, aber war neben der wirklich üblen Grafik insgesamt irgendwie entsetzt. Es tut mir wirklich leid, ich sage sowas nicht gerne über Spiele, aber ich konnte damit gar nichts anfangen und fand es auch echt unterirdisch von der ganzen Präsentation. Was man da zu tun hat, ist auch wieder irgendwie Dinge im Berg abbauen und irgendwo hinbringen. Muss man mögen. Über jedem Zweifel erhaben ist dafür das fantastische Res Infinity, ursprünglich ein Titel auf dem Sega Dreamcast. Und auch damals war er schon sehr bemerkenswert, denn er verband auf einzigartige Weise Grafik und Musik und Vibrationen etc. Das führt natürlich in VR dann noch weiter. Und neben aufgearbeiteten Original-Content, also die Original-Level, die man da spielte, man schwebt nämlich da mit dieser Figur durch so eine Art Tron-neske Gegend und es macht mir unheimlich viel Spaß. Ich weiß auch nicht. Im Prinzip ist es ein On-Rail-Shooter, aber wie gesagt, mit ziemlich interessanten Sachen. Der Infinity-Variante haben sie auch nochmal einen komplett neuen Level spendiert, der aus unfassbar beeindruckenden Partikelstrukturen besteht. Ich liebe dieses Ding wirklich. Bin auch sehr froh, dass wir das Upgrade für die PlayStation VR 2 damals bekommen haben. Das Spiel gab es schon auf der PlayStation VR 1. Ihr könnt es auch im Bildschirm spielen und halt in VR. Ich finde es wunderschön und empfehle es gerne. Statt 30 Euro kostet das gerade 22,49. Vom selben Entwickler und mit derselben Spielmechanik-Prämisse, nämlich die Verbindung von Sound und Gefühl und Action, ist Tetris Effect Connect. Und das ist an sich schon ein fantastisches Tetris, auch hier am Bildschirm und VR möglich. Und es gibt einfach unfassbare viele Varianten, wie man da Tetris spielen kann. Das hat dann irgendwann das Connect-Update bekommen und dann kam auch noch eine Handvoll Multiplayer- und Koop-Varianten dazu. Also wahnsinnig viel. Wirklich toller Spielspaß. Das ist eines der wenigen Spiele, das ich auch manchmal dann einfach am Bildschirm spiele, weil es mir so viel Spaß macht. Kostet 39,99 normalerweise, jetzt gerade 29,99. Ganz am Ende habe ich mir noch was aufgehoben, das ist nicht für VR, aber demnächst. Ist jetzt die Frage, lohnt sich das jetzt schon in einem Sale zuzuschlagen? Resident Evil 4 ist das Remake von diesem Jahr. Ja, kam jetzt für die PlayStation 4 und 5 raus. Sieht natürlich fantastisch aus. Ist ein klassisches Resident Evil, das komplett neu gemacht wurde. Und hier ist auch schon bekannt, dass es auch einen kompletten VR-Mode bekommt, so wie Resident Evil 8. Also komplett in VR spielbar sein wird. Und wenn ich mich nicht täusche, hatten sie angekündigt, dass es noch dieses Jahr passiert. Man kann jetzt zuschlagen für 39,89 statt 69,99. Was ganz gut ist. Ich habe auch tatsächlich mal bei Amazon geguckt, die Retail, also die Disc-Version ist da nirgendwo schon billiger. Also das ist gerade ein Moment, wie man jetzt wirklich günstig daran kommt. Oder man wartet halt, bis das VR-Mod dann wirklich schon draußen ist. Dann ist es natürlich bestimmt auch nochmal im Sale. Ich wollte es trotzdem mal dazu erzählen, weil ich es ganz witzig finde. Und damit sind wir erstmal fertig. Schreibt mal gerne in den Kommentaren, welcher Titel euch da unter den Fingern juckt. Ich finde es immer ganz interessant zu sehen, auf was die Leute so stehen. Und damit sehen wir uns dann beim nächsten spannenden Video hier bei Mo Fun VR. Utensen, alles klar. Bis dann, immer für euch da. Ciao, ciao. Brille auf, setz die Brille auf.
Yo, Brille auf und rein in die Welten wie Skyrim. Könnt jeden Tag feiern, nur weil ich dabei bin. Wenn du dich fragst, ja, sie lohnt immer. Ich spiel PSVR, Golf im Wohnzimmer. Danach treffe ich die Rec Room Freunde. VR-Multiplayer ist echt gut, Leute. Move und Aim sind geladen und bereit. Die neue Firewall-Saison, sie startet nebenbei. Danach wird's erst richtig hart mit Spark. Die Gläser beschlagen und der scheiß Arm wird lahm. Es wird dir super hot, aber Mann, der Spaß ist da. Und ob wir noch eine Runde zocken, wird nicht nachgefragt. Aber halt, stopp, es ist schon kurz vor 6 und wir wechseln von der PS auf YouTube jetzt. Denn es gibt News von Mo, ob PC oder Quest. Es gibt viele da draußen, aber simply the best is Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Mo Fun VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Tensen, Mo Fun VR. Gibt's was Neues im VR, sei sicher, Mo geht live und unterhält dich mit 2 Stunden No Man's Sky. Auf jedes First Impression kannst du dich verlassen. Also lass ein Abo da, dann kannst du nichts verpassen. Ob auf Rügen in geschlossenen Buden mit gutem WLAN. Hier gibt's heute kein Schnitzel, Alter, was geht, man? Oder direkt von der Messe mit dem Phone. Voller Einsatz, der Beste ist Mo. Ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Mo Fun VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Tensen, Mo Fun VR.